Hallo! Heute werde ich dir in den nächsten Minuten den dritten und letzten Teil zu den häufigsten Fehlern beim Handstandtraining aufzeigen. Ich werde gleich loslegen, also genießt das Video! Fehler Nummer 7. Kein Ausgleich beim Training. Handgelenke, Ellenbogen, Schultern, Nacken. Das sind die 4 Bereiche, die am meisten belastet werden beim Handstand. Hältst du diese Bereiche nicht in Balance, wird es dir sehr schnell so ergehen wie mir früher. Du wirst dich früher oder später wahrscheinlich verletzen und dein Handstandtraining für eine gewisse Zeit aussetzen müssen. Das kann schnell mal 3 Monate Pause bedeuten. Um das zu vermeiden, empfehle ich dir, dich mehr mit deinem Körper auseinanderzusetzen und zu schauen, mit welchen Übungen du einen Ausgleich schaffen kannst. Es gibt sehr viele gute Übungen, die sich dafür eignen. Welche Übungen ich für mich gefunden habe und die ich dir nur ans Herz legen kann, findest du in diesem Video. Schau gerne mal rein, wenn du dich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hast. Fehler Nummer 8. Du läufst zu wenig im Handstand. Hast du schon mal versucht, 10, 20 oder 30 Meter im Handstand zu laufen und das vielleicht noch seitwärts oder in Richtung Bauch? Nein? Dann solltest du es auf jeden Fall auch mit in dein Handstandtraining integrieren. Normalerweise will man ja ganz ruhig im Handstand stehen und so wenig Bewegung und erst recht keine ungewollte Bewegung haben. Aber das Laufen im Handstand ist eine gute Möglichkeit, um deine Kraft, Ausdauer, Koordination zu trainieren und zu lernen, dich wieder in Balance zu bringen, wenn du mal ins Ungleichgewicht kommen solltest. Denn für einen kurzen Augenblick befinden wir uns, wenn wir auf Händen laufen, nur auf einem Arm. Sobald du die zweite Hand wieder auf den Boden gebracht hast, musst du erst einmal wieder die Balance finden. Eine gute Möglichkeit ist, dass du 2 Schritte läufst und dann versuchst, an der Stelle, wo du angekommen bist, stehen zu bleiben und nicht umzufallen. Sobald du deine Balance gefunden hast, machst du erneut 2 Schritte und versuchst wieder stehen zu bleiben. Wenn du diese Fähigkeit zu einem Teil deiner Komfortzone gemacht hast, wird es sehr viel einfacher, deinen Handstand zu stehen und in Balance zu bleiben. Fehler Nummer 9. Du kümmerst dich nicht um deine Einschränkungen. Den geraden Handstand oder der Hollowback, beide erfordern eine gute Schulterbeweglichkeit. Der Hollowback zudem noch eine gute Lendenwirbelsäulenmobilität. Ein kontrollierter und sehr ruhiger Handstand ohne viel Bewegung, das erfordert viel Stabilität im Schulter- und Handgelenksbereich. Und wie sieht es mit dem Handstandpress aus? Hast du genug Stabilität und Mobilität in den Handgelenken, um dich weit genug nach vorne lehnen zu können und zudem die passende Dehnung in deinen Beinen? Das waren nur ein paar Punkte, die oft vernachlässigt werden, aber sehr zu einem guten Handstand beitragen. Daher meine Empfehlung: Plane genug Zeit für Mobilisations- und Stabilisationsübungen in dein Training ein. Hier ein paar Übungen, die ich dir empfehlen kann. Das Krabbeln. Eine sehr effektive Übung, die Koordination, Mobilität und Stabilität erfordert. Du kannst sie überall ausführen und sie ist eine super Übung, die viel Übertrag für andere Übungen mit sich bringt. Für mehr Informationen schaue doch mal auf Sebastians Blog vorbei. Dort findest du alles, was du zum Krabbeln wissen musst. Der Liegestütz. Auch eine super Übung, um deine Schultern, den Trizeps, die Körpermitte und den Rest deines Körpers zu trainieren und ihn unter Spannung zu halten. Er sollte auch definitiv ein Teil deines Handstandtrainings werden. Die Brücke. Super, um mehr Beweglichkeit in deine Schultern zu bekommen und die hintere Kette zu trainieren. Alles, was es zur Brücke zu wissen gibt, erfährst du in diesem Video. Das waren 3 Übungen, die ich dir nur empfehlen kann, in dein Training zu integrieren, um Einschränkungen vorzubeugen bzw. zu vermeiden. Natürlich waren es nur 3 Übungen und es gibt noch viel mehr Übungen, die förderlich sind für den Handstand und einen gesunden Alltag. Wenn du Einschränkungen haben solltest, die du verbessern willst, macht es natürlich Sinn zu schauen, was verbessert werden muss und dann spezifisch darauf einzugehen. Wenn du Probleme haben solltest mit verschiedenen Sachen, kannst du mir auch gerne einen Kommentar oder eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du Hilfe benötigen solltest. Das war es auch schon mit meinem dritten Teil zu den häufigsten Fehlern beim Handstandtraining. Ich hoffe, es hat dir gefallen und falls ja, lass mir doch ein Like da und teile es mit der Welt, damit auch andere davon profitieren können. Bis zum nächsten Video, dein Majin. Wir sollten auch gerade nach vorne zeigen und nicht zu weit nach außen oder innen rotiert sein. Und wenn sie zum Beispiel zu sehr nach außen rotiert sind, hast du nur deinen Daumen und deinen Zeigefinger, um Gewicht